So, guten Abend miteinander. Und auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Kongress, zu diesem besonderen Kongress. Und vielen Dank für diese Einführung. Und es wird wirklich einen besonderen Kongress geben, wie wir ihn noch nie gehabt haben. Und ich werde dieses einer meiner Lieblingsthemen mit euch teilen, dieses, wo mich schon lange begleitet, denn ihr wisst vielleicht, früher habe ich Spitzensport getrieben und habe mich sehr interessiert für meine Mitspieler. Und zwar nicht als Trainer, sondern eben mehr als Therapeut. Mich hat immer wieder fasziniert, warum sind immer die gleichen verletzt? Warum sind die einen immer hochjauchzend und im nächsten Moment zu Tode betrübt? All diese Dinge, die haben mich sehr fasziniert. Und so bin ich sehr schnell auf diesen Weg als Therapeut, Sportlerbetreuung gemacht und habe mich mehr und mehr für den Mensch interessiert. Und dann selber Therapeut geworden. Ich habe auch Kraftstudios aufgetan, mit Kieseltraining habe ich begonnen damals, lange her. Und habe mich immer weiterentwickelt. Und dann hat mich natürlich auch das Geistige sehr interessiert, eben zu wissen, ja, wer sind wir denn? Warum sind wir hier? Was ist unser Daseinsgrund? Und ich denke, auch heute Abend muss das auch ein Thema sein, wenn wir uns mit dem Unwohlsein oder mit Krankheiten beschäftigen. Oder mit diesem Schreckensgespenst von Krebs, was für viele etwas Böses, etwas Unwirkliches, etwas ist, was viele Menschen umbringt. Und da wollen wir ganz einen neuen Ausblick geben. Es ist wahrscheinlich nicht so neu. Für mich war es gar nicht neu, weil ich habe das immer in mir gespürt, dass Krankheiten, dass das Unwohlsein, dass das einfach die Möglichkeit ist, unseres Körpers mit uns zu kommunizieren. Und wenn ich denke, dass ich vor 4 Monaten war ich noch auf der Notfallstation im Krankenhaus und heute fühle ich mich prächtig. Und diese ganze Zeit hat mich sehr geprägt. Und in dieser Zeit habe ich auch von eben unserer Weltpräsidentin ein Buch bekommen, das heißt 2 Bücher. Und ich habe mich auf das eine konzentriert und beiläufig war dieses Buch noch dabei. Und als ich das durchgeblättert habe, konnte ich nicht mehr aufhören. Da habe ich gewusst, das ist unser Thema für diesen Kongress. Und wir haben auch kurzfristig das Programm umgestellt, damit ich heute schon einen Teil euch präsentieren darf. Weil, wie wir gehört haben, alles ist miteinander verbunden. Und dieses Thema zieht sich durch die ganzen Themen durch. Wir werden sehen, wir werden immer wieder darauf zurückkommen und sehen, wie alles miteinander verbunden ist. Wie wir mit diesen 4 Elementen leben, wie wir durch diese 4 Elemente lernen und wie wir mit diesen 4 Elementen auch kommunizieren können. Das ist ein wesentlicher Teil. Ich muss zuerst ein bisschen Boden machen, ein bisschen theoretisch werden und werde dann aber im Laufe des Vortrages einfach von meinen Erfahrungen, von mir selber, aber auch von den Patienten, die ich gemacht habe, die eben genau Bände sprechen oder eben zeigen, wie das Thema dieses Kongresses, die wichtigsten Dinge sind simpel und einfach. Nur wir Menschen haben es so kompliziert gemacht. Und jetzt müssen wir zurückkommen in die Einfachheit und sagen, hey, gesunder Menschenverstand, jawohl, komm, jeder kann das. Und das Thema, das wir heute anschauen, das betrifft jeden da drin.
Niemand kann ich nicht sagen. Und ich habe letztes Jahr beim Kongress schon dieses Zitat mit euch geteilt. Das ist aus diesem Büchlein Tao Te Pu. Da sind so witzige, tolle chinesische Weisheiten drin. Eine Krankheit, langes Leben. Keine Krankheit, kurzes Leben. Und das scheint ein bisschen widersprüchlich, oder? Aber wenn einer weiß, was mit ihm nicht stimmt und sich entsprechend verhält, lebt er höchstwahrscheinlich viel länger als derjenige, der sich kerngesund hält und seine Schwächen nicht wahrhaben will. Und das kenne ich auch von meiner Seite sehr gut, dass ich gewisse Anzeichen einfach verdrängt habe. Und das Gefühl, ich als Therapeut, der weiß, was Gesundheit ist, er hat doch keine Krankheit. Bis ich etwas anders belehrt wurde und wirklich eingesehen habe, hey, das ist ja ein Segen. Der Körper kommuniziert mit mir. Er will mir aufzeigen, was ich zu ändern habe. Und so bin ich jetzt in den letzten 5, 6 Wochen, habe erst das Buch bekommen, habe mich da durchgearbeitet. Und dank unserer Weltpräsidentin haben wir diese Bücher hier auf dem Büchertisch. Und ich kann einfach jedem empfehlen, jedem drin, kauft eines, auch es ist Englisch. Und es ist einfaches Englisch. Es kann jeder, der ein bisschen Englisch hat, kann das gut verstehen. Aber dieses Buch ist, er schreibt da, I believe what I explain in this book to be a once in 100 years discovery. Also eine in 100 Jahren Entdeckung ist da drin. Und es ist so einfach. Und jeder kann das anwenden. Und wir werden in den nächsten Tagen auch andere Beispiele haben, wo die Einfachheit aufzeigt. Wenn ich dann denke an die Banerjee-Protokolle, die Bände sprechen, wo über 40.000 Beispiele einfach zeigen, hey, 80% können von Krebs geheilt werden mit Homöopathie, mit etwas ganz Natürliches. Und wenn wir das mit etwas Natürliches heilen können, dann muss ja Krebs auch etwas Natürliches sein und kann nicht irgendein Fehler der Natur sein, wie es oft eben dargestellt wird. Und das sind wichtige Dinge, die wir in unser Bewusstsein aufnehmen müssen. Es ist etwas ganz Natürliches. Krankheit ist etwas ganz Natürliches. Wir müssen keine Angst davor haben. Und wir müssen aber etwas ändern, wie wir es auch vorhin gehört haben. Ohne Änderung wird es schlimmer und das trifft für den ganzen Planeten Erde. Das trifft für die Meere ebenso. Das betrifft die Tiere alle. Es ist überall dasselbe Prinzip. Es sind überall dieselben Regeln. Und es ist fantastisch. Wir werden auch von diesem Buch eine Übung machen von Nobuo Shiora und er spricht über die Wissenschaft. Ich bin kein Experte in Wissenschaft, aber ich denke, ich bin ein Experte in der Seelsorge, als Therapeut in diesem Sinne. Aber ich bin auch meine Präsentation ist nicht wissenschaftlich, aber es spricht für sich. Und das zeigt ja dann auch, was Banerjee gefunden hat. Es wirkt einfach. Und es sind die Beispiele, die zählen. Er sagt da in diesem Buch, was versteht man denn also unter Wissenschaft? Als Wissenschaftler habe ich selbst dazu folgende Meinung. Wissenschaft ist eine akademische Disziplin und ein intellektuelles Streben
mit dem Ziel, menschliches Wissen zu sammeln und alle Phänomene des Universums zu erklären. Zu glauben, die Wissenschaft hätte zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Phänomene des Universums allesamt erklärt, zeugt von Hochmut des Menschen. Natürlich gibt es eine Fülle von Dingen im Universum, welche die Wissenschaft dank ihrer kontinuierlichen Fortschritte erklären und verstehen kann. Aber die Zahl der Phänomene, die sie noch lange nicht versteht, ist ungleich größer. Zum Beispiel, warum dreht sich die Achse unserer Erde? Warum gibt es Gravitation? Es war Isaac Newton, der die Existenz der Schwerkraft beweisen konnte. Dieser große Naturwissenschaftler, der Begründer der klassischen Mechanik, war davon überzeugt, dass dahinter die Kraft Gottes steht. Und wenn wir das erkennen, dass da überall die Kraft und der Plan Gottes steht, dann müssen wir nicht alles verstehen. Aber wir müssen lernen, damit umzugehen, lernen, damit etwas zu tun. Und für das sind wir schließlich ja hier. Unser Daseinsgrund. Und das ist eigentlich das Wesentliche, was die wenigsten sich bewusst sind. Wir alle, jeder Einzelne, sind geistige Wesen auf einer menschlichen Reise und nichtmenschliche Wesen auf einer geistigen Reise. Das ist also umgekehrt. Und wenn wir dann jetzt auch im Verlauf des Abends sehen, unser Weg von der Geburt an über die ganze Kindheit ins Erwachsenenalter und dann älter werden und uns vorbereiten zu sterben, das ist alles eine Vorsehung der Natur. Und wir wollen uns immer wieder dagegen wehren, dass wir sterben oder dass wir uns verändern sollen. Ich habe in meiner Praxis so oft Leute gehabt, die aber, habe ich gesagt, sie sollten vielleicht das und das nicht mehr machen, aber bis jetzt habe ich das gemacht und es ging ja gut. Habe keine Probleme gehabt. Ich habe gesagt, ja, das kann sich ändern von einem Tag zum anderen. Darum müssen wir bereit sein, jeden Tag neu zu überprüfen, was ist heute noch gut für mich. Das, was gestern oder bis jetzt gut war, kann plötzlich nicht mehr gut sein. Und das zeigt mir die Natur, es zeigt auch mein Körper, denn der Körper ist Teil der Natur. Das Zentrale, eine Lehrerin hat mir mal gesagt, es ist eigentlich so einfach. Und das werden wir jetzt immer wieder hören, es ist so einfach. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, oder eigentlich eine. Wenn du zu viel da im Yin bist, hast du nur eine Wahl, du musst mehr ins Yang. Und wenn du zu viel im Yang bist, musst du halt zurück ins Yin. Das ist das Leben. Yin oder Yang. Am besten ist natürlich beides ist ausgeglichen. Und die beiden zusammen, Yin und Yang, oder? Yang ist eigentlich der Vater und Yin ist die Mutter. Und zusammen gibt es ein Kind oder die Liebe. Um das geht es in unserem Leben. Sei es physisch, sei es geistig. Und um das geht es auch heute den ganzen Abend. Es geht immer um diese beiden Dinge. Und wie wir alle wissen, sind wir in den letzten Hunderten von Jahren zu yang-lastig, zu männlich. Schon die ganze Bibel ist vermännlicht, alles ist zu männlich, oder? Und das ist heute ein Problem. Aber es wechselt, man merkt es wechselt, immer mehr kommt das Weibliche rein. In der Politik überall, an der Spitze, immer mehr kommt das Weibliche. Und das ist höchste Zeit. Oder? Weil wir jetzt wirklich in einer weiblichen Zeit sind, wo das wieder in die Balance kommen muss.
Also, das Ganze dreht sich eigentlich um die Balance. Ein neuer, wissenschaftlicher Ausblick, wo wir euch geben wollen. Und du kannst nur Neues entdecken, wenn du mit anderen Augen schaust. Wenn ihr da seid und das Gefühl, ja, das kenne ich und ja, dann hört ihr schon gar nicht mehr richtig hin, weil ihr das Gefühl habt, ihr wisst es schon. Und dann ist es schade. Aber wenn ihr wirklich sagt, jetzt will ich es mal von dieser Seite anschauen oder von dieser, jetzt lasse ich mal führen, jetzt bin ich einfach mal offen und lass los und sehe, wo es mich hinbringt. Dann könnt ihr Neues entdecken. Und das ist das, was das Leben ausmacht, das Neue. Oder? Jeder Moment soll neu sein. Die Natur wiederholt sich nie. Die Natur ist jeden Moment neu. Und so eigentlich auch wir, wenn wir richtig hingucken. Aber wir am liebsten haben es natürlich, wenn es immer wieder gleich ist. Und darum halten wir an diesen Gleichheiten fest. Aber die Natur kennt das nicht. Und darum bekommen wir mit der Zeit dann Probleme. Also lasst einfach los, lasst diese 4 Tage los. Es sind die 4 wichtigsten Tage für die World Foundation for Natural Science. Es ist da, wo wir wirklich zusammenkommen und das berührt mich so sehr, dass von so weit her Menschen da sind mit uns zusammen für diesen Zweck. Und wir werden auch sehen, jeder sollte einen Zweck, ein Ziel haben. Oder? Weil sonst, wieso sollen wir sonst all diese Mühe machen, wieso sollen wir überhaupt leben, wenn es kein Zweck dahinter ist? Und darum ist das Spirituelle, das Geistige ist wesentlich. Je mehr wir bewusst sind von dem und sehen, was da für eine Kraft drin ist und was wir da machen können. Und wenn wir sehen, auf welchem Weg jeder Einzelne ist und jeder Einzelne steht an einem anderen Ort, niemand da drin steht an dem Ort, wo ich stehe, denn niemand da drin hat das Bewusstsein, wo ich habe, weil niemand da drin die Erfahrung gemacht hat, wie ich habe. Und das ist das Einzigartige. Jeder hat so viele Erfahrungen gemacht. Jeder hat so ein großartiges Bewusstsein. Denn wir können nicht vergleichen. Sobald wir beginnen zu vergleichen, urteilen wir. Und wenn wir urteilen, dann trennen wir uns. Und dann haben wir ein Problem. Und weil wir uns selber immer verurteilen, sind wir oft krank. Weil wir nicht mit der Einheit gehen und einfach loslassen und Gott zulassen, diesen geistigen Weg zu gehen. Also, das ist nochmal entsprechend dem Ausschrieb. Erreiche Langlebigkeit. Wir können ein langes, gesundes Leben leben. Also Unwohlsein und Krankheit, Segen oder Fluch. Unwohlsein und Krankheit, wie beispielsweise Krebs, treten nicht durch Zufall, Schicksal oder, wie einige sogar glauben, als Strafe Gottes auf. Sie entwickeln sich allmählich als Ergebnis der natürlichen Reaktion unseres Körpers. Wenn unser Leben physisch, emotional, mental und geistig nicht mehr im Gleichgewicht ist, also nicht mehr im Yin und Yang. Die Ursache der Disharmonie im Menschen ist oft das, was wir Stress nennen. Und darum wird das Hauptproblem für uns Menschen ist der Stress. Und wenn ich sehe, wie ich aufgewachsen bin als kleiner Junge, da in den Bergen in Davos, ganz einfach, immer draußen gewesen. Meine ältere Schwester musste mich immer suchen, wo ist er jetzt wieder? Ich war draußen, entweder am Spielen oder habe Sport gemacht. Aber wenn ich heute sehe, die Kinder, wie die schon unter Stress leiden. Die müssen schon alles, die müssen Sport machen, die müssen Musik machen, die müssen dort eine Ausbildung machen, dorthin gehen und das machen. Und wann dürfen sie Kind sein? Und das ist oft unter dem Druck der Eltern, aber nicht immer, oder? Aber die Eltern müssen dann auch mitmachen und dann gibt es diesen Teufelskreis. Und aus dem heraus kommt wirklich dann
das Unwohlsein. Es ist einem einfach nicht mehr wohl. Darum ist Unwohlsein ist eigentlich Krankheit. Krankheit gibt es in dem Sinn nicht, sondern es ist Unwohlsein. Oder es gibt kranke Menschen. Aber eine Krankheit an und für sich gibt es nicht. Wohlsein, das ist Gesundheit. Wohlsein, das ist dort, wo wir immer hinwollen. Aber wir können nicht immer nur Wohlsein haben. Denn Stress hat auch das Gute. Für die meisten ist Stress negativ belastet. Nein, es braucht Stress im Leben, aber einen gesunden Stress, und es braucht immer wieder die Balance. Ich meine, wenn wir jetzt etwas essen, ist das im Moment Stress. Es muss verdaut werden, es ist Arbeit dahinter. Das muss aufgeschlüsselt werden, alles. Das ist Stress. Aber mein Körper, der kann das handeln. Wenn ich nicht etwas Blödes esse, wenn ich etwas Blödes esse, dann zeigt er mir das. Und das ist seine Art, mit mir zu kommunizieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir so viele 6 Billionen Zellen in uns haben. Und jede Zelle ist ein eigenständiges Wesen. Auch mit einer Seele und hat Verdauung und Prozesse enorm. Und darum, das müssen wir immer wieder an uns erinnern, die Ursache für Krankheit ist nicht ein Fehler des Körpers. Niemals. Krebs ist eine normale, adaptive Reaktion des Körpers. Es ist die Reaktion. Entsprechend, was wir getan haben, zeigt es das an. Es ist nicht eine gescheiterte Funktion des Körpers, wie es die moderne Medizin darstellt. Und darum ist es falsch, wenn wir die Krankheit oder den Krebs einfach bekämpfen oder einfach eliminieren wollen. Der Körper reagiert auf den Zustand der Hypoxie und Hypothermie. Das sind jetzt 2 Ausdrücke, die werden wir immer wieder hören, weil es ist genau das Problem, was zu Krankheit führt. Hypoxie ist, werden wir nachher sehen, die Definition, und Hypothermie auch. Also sind Krankheiten im Wesentlichen eine Art gemeinsame biologische Reaktion auf einen Notfall, der durch den täglichen Stress ausgelöst wird. Das geht's. Oder? Unser Körper muss bereit sein bei Stress in einer Notlage, und er muss auch bereit sein zu wachsen, zu lernen. Am Schluss wollen wir alle erleuchtet sein. Oder? Aber das hat alles mit diesen beiden zu tun. Also Hypoxie und Hypothermie. Hypoxie ist den ganzen Körper oder Teile davon betreffende Mangelversorgung des Gewebes mit Sauerstoff. Aber Sauerstoff wird unterschätzt. Ich behaupte, die meisten da drin, die atmen nicht richtig. Die atmen nur oberflächlich. Und wenn wir nur oberflächlich atmen, dann haben wir ein Problem. Das werden wir sehen. Hypothermie, das ist Unterkühlung, tritt nach Kälteeinwirkung auf den Körper eines Lebewesens auf und kann Gesundheitsschäden oder den Tod herbeiführen. Und das ist, was Krebs ist die Folge von diesen beiden. Krebs ist nicht schädlich, sondern eine Methode, die unsere Körper verwenden, um sich an ein schwieriges Umfeld anzupassen. Und das ist ja das Wunderbare in der Natur. Die 4 Elemente, jedes Element für sich ist nicht da,
um für sich allein zu sein, sondern es ist da, um das andere Element in die Harmonie, in die Balance zu bringen. So arbeitet die Natur. Die kennen nichts anderes. Und so ist es auch in unserem Körper. Die 4 Elemente versuchen alles, um diese Balance, diese Harmonie herzustellen. Wenn wir nicht da reinfunken. Krebs produziert maximale Energieeffizienz für den Körper im Zustand der Hypoxie oder Hypothermie. Also wenn wir jetzt wenig zu wenig Sauerstoff haben, wenn wir unterkühlt sind, dann ist das wie das Notprogramm. Damit wir überleben können, bildet unser Körper Zellen. Krebs ist nichts anderes als eine Zellteilung. Zum Überleben. Das ist so eine Zellteilung. Also es ist nicht notwendig, Gene aufzurufen. Als ich da vor 4 Monaten auf der Intensivstation war, da wollten sie alles wissen von wer in meiner Verwandtschaft auch so etwas gehabt hätte. Und ich musste sie enttäuschen, niemand. Und dann hatten sie ein Problem. Und wir werden sehen, Gene ist der kleinste Teil. Es sind vielleicht 10-15%, wo die Gene uns beeinflussen. Aber der Rest, das ist alles selber gemachtes. Wir müssen nur untersuchen, wie wir jeden Tag leben. Das ist der Schlüssel. Unsere Lebensweise. Wie leben wir? Was machen wir? Und wir werden sehen, da ist übergeordnet dann auch noch, was geht in unserem Kopf vor, was denken wir. Und die 3 konventionellen Krebsbehandlungen sind unnötig. Was sind diese? Es ist entweder operieren oder Chemotherapie oder Bestrahlung. Es gibt nichts anderes für die Schulmedizin. Und das heilt nicht, das bringt keine Lösung und wir lernen nichts dabei. Also es ist nur Belastung. Und es gibt Menschen, die überleben diese Chemotherapie, diese Bestrahlungen. Aber für die Körper ist das wirklich schrecklich. Obwohl die Schulmedizin wunderbare für die Notfälle Lösungen hat und wo wirklich ein Medikament angebracht ist. Okay, das ist für Notfall, aber nicht für die Heilung, für die chronische Weiterführung. Also es ist möglich, Krebs zu heilen, indem man die Lebensweise ändert. So einfach ist das. Es ist vielleicht nicht so einfach zu erkennen, wo ich eben falsch liege, oder? Und da war ich natürlich auch froh, hatte ich Freunde, die mich darauf hingewiesen haben. Weil wenn man so lange selber drin ist, dann sieht man das oft nicht, hat man so einen blinden Fleck. Ihr Körper versucht durch die Produktion von Krebszellen ihr Leben zu verlängern. Und das geht's. Aber irgendwann geht es dann halt nicht mehr, wenn wir nichts ändern. Krebs ist ein Produkt einer adaptiven Antwort. Kein Produkt von Misserfolgen in unserem Körper. Das ist wichtig. Dass wir auch, wenn wir die Diagnose bekommen, wie dieser Herr da, wie reagieren wir emotional, wenn bei Ihnen Krebs diagnostiziert wird? Wenn wir es richtig sehen, hat wahrscheinlich jeder da drin Krebs. Nur weiß er es nicht. Oder? Denn jeder hat Situationen, wo diese Unterkühlung stattfindet, wo er zu wenig Sauerstoff hat und der Körper muss da Zellen produzieren. Nur wir wissen es nicht. Die meisten, wenn nicht alle.
Und je mehr wir das verstehen, jetzt, umso mehr verlieren wir die Angst vor Krankheit, vor Krebs, was auch immer dann. Und darum ist das so wichtig, oder? Und wir sehen, dass eben die Natur genau gleich funktioniert. Also die Anwendung dieses Verständnisses gilt für alle Krankheiten. Es ist immer das gleiche Muster. Darum, es gibt nur Yin oder Yang. Wenn wir zu viel im Yang sind, dort, das ist der Weg, wo die Zellteilung ist. Das ist der Weg zu Krebs. Also das Yin, das Weibliche muss mehr gefördert werden, damit Balance ist. Nur weiblich geht auch nicht. Es muss die Balance sein. Darum, es gibt das Weibliche, das ist Aerob. Aerob heißt, dort wird geatmet. Anaerob, das ist das Männliche, der männliche Teil. Darum ist dort auch der Krebs angehängt, im Anaeroben. Wir haben 2 Energiekraftwerke in unseren menschlichen Zellen. 2 Wege. Der Glykoloseweg, Yang, oder der mitochondriale Weg, Yin. Und die Mitochondrien, das sind ja in der Zelle diese Kraftwerke, da haben wir schon oft von diesen gehört. Und die Nährstoffe kommt beim Glykoloseweg über die Kohlenhydrate, Zucker. Und beim mitochondrialen Weg zum Teil auch Zucker, also Kohlenhydrate, aber Fett, Eiweiß, Sauerstoff und Sonnenlicht. Und das zeigt da drinnen, wenn wir jetzt da dann weiter sehen, was da alles läuft in so kleinen Zellen, wo in einer Zelle so viele Mitochondrien sein können. Das wissenschaftlich zu deuten und alles ist schwierig. Aber zu verstehen, hey, da gibt es 2 Wege. Oder? Und die brauchen wir beide. Wir kommen nachher noch dazu, was das für Wege sind. Die erzeugte Energiemenge ist beim Glykoloseweg sehr gering. Hingegen beim mitochondrialen Weg riesig. Die Lage, der Glykoloseweg, der findet im Zytoplasma statt, der Zelle. Während eben beim mitochondrialen Weg die Mitochondrien dort die Lage ist. Die Energie wird verwendet beim Glykoloseweg im weißen Muskel, bei der Haut, Sperma. Sperma braucht so viel Zellteilung, dass es irgendein Spermum dann schafft, ans Ziel zu kommen. Hingegen auf der anderen Seite, da haben wir die roten Muskeln, das Gehirn, Herz, Leber, Eizelle. Eizelle haben wir nur eine, aber ein riesiges Kraftwerk. Charakteristik, Glykoloseweg ist die sofortige Kraft und eben der Teilen, Zellteilung. Für das brauchen wir diesen Weg. Der andere Weg ist Ausdauer und Reife. Und darum, wenn wir reif werden wollen, dann müssen wir schon mit der Zeit dann diesen weiblichen Weg zu gehen. Und das hat auch viel mit dem Alter zu tun. Oder? Da werden wir noch dazu kommen. Beim Glykoloseweg, da ist die sofortige Reaktion. Sofortige Reaktion brauchen wir in Notfällen. In Notfällen, wenn plötzlich da ein Bär vor uns steht, oder? Dann brauchen wir diesen Weg. Da müssen wir sofort flüchten können. Und in diesem Moment wird das ganze Blut gesammelt ins Zentrum. Also in der Peripherie haben wir fast kein Blut mehr.
aber alles da drin, oder? Zum kurz flüchten können. Wir können nicht lange flüchten, oder? Weil während dieser Flucht, da können wir nicht atmen. Das ist anaerob. Hingegen beim mitochondrialen Weg, da ist es eben eine massive Energieproduktion, aber ist langsam. Und dort ist es sauerstoffabhängig. Aerob. Anaerob ist sauerstoffunabhängig. Mitochondrien entfernen Wasserstoff aus Nährstoffen innerhalb einer Zelle, der mit Sauerstoff kombiniert wird. Dieser Prozess erzeugt massiv Energie, die in Bezug auf die durch den Glykoloseweg erzeugte Energie nicht ausgeglichen ist. Und vielleicht hören wir morgen noch ein bisschen, wenn wir über das Wasserelement hören, was da in der Zelle da alles abläuft mit diesem Wasserstoff und Sauerstoff. Es gibt so Wasserstoffmotoren, oder? Die haben eine enorme Kraft. Oder? Also da liegt ein Riesenpotenzial drin, wenn wir das beginnen zu verstehen und richtig anzuwenden. Also Glykoloseweg, anaerobe Übungen, mitochondriale Weg, aerobe Übungen. Und da sehen wir auf dieser Seite 100 Meter Läufer, 100 Meter bis 400 Meter geht auf diesem Weg, anaerob, ohne zu atmen. Aber weiter geht das nicht. Mehr als 400 Meter, mehr als eine Minute ohne Sauerstoff, das geht nicht. Da übersäuert die Muskeln, das geht nicht. Hier auf der anderen Seite haben wir den Marathon oder lange Distanzen. Da ist man aber nicht so schnell. Es ist immer so schnell, dass man noch atmen kann. Weil es braucht diesen Weg. Das sind diese zwei Wege, die wir dazu haben. Rote und weiße Muskeln haben wir gehört. Für sofortige Aktivitäten benutzen wir die weißen Muskeln, schnelle Muskeln, mit wenig Mitochondrien. Das ist das, was wir aufbauen zum Kraft haben, guter Körper, Bodybuilding, die bauen dort auf, die weißen Muskeln. Und Ausdauer erfordert rote Muskeln. Und rot eigentlich darum, weil der Sauerstoff das rot macht, oder? Aber wenn wir nur die roten Muskeln trainieren, wenn wir nur Ausdauer trainieren, werden wir keine Masse haben. Sondern man sieht ja die Marathonläufer und so, die sind sehr dünn, die haben wenig Anteil weiße Muskeln. Das hat alles mit dem zu tun, oder? Und gut, ideal ist natürlich, wenn wir beides haben. Immer. Ja. Nur rote Muskeln zu trainieren, bilden keine muskulösen Körper. Muskelaufbau erfordert den anaeroben Zustand. Also ich kenne mich da ein bisschen aus beim Muskeltraining, zwar gesundheitsorientiert, nicht Bodybuilding, aber da trainiert man den Muskel isoliert, bis er erschöpft ist. Und dann, wenn er erschöpft ist, dann hat er keinen Sauerstoff mehr und so, und dann kommt dieser Reiz, dieser Schmerz, dieser Notfall. Das heißt, es beginnen Zellen sich zu teilen und der Muskel wird größer. Er hat eine Überreaktion in dem Sinn, dass er sich für den nächsten Notfall da etwas zulegt. Und das ist ganz natürlich. Also wir müssen sehen, rote Muskeln, also mit viel Mitochondrien, die haben bis 5000 Mitochondrien pro Zelle. Das Gehirn und Nervenzellen haben etwa 4000 Mitochondrien. Also das ist ja wichtig, dass eben das Gehirn auch Sauerstoff bekommt. Leberzellen haben bis zu 2000 Mitochondrien pro Zelle. Und ein gereiftes Ei hat 100.000 Mitochondrien pro Zelle. Das ist viel. Das ist ein richtiges Kraftwerk.
Aber es muss gereift werden. Und da liegt oft ein Problem heute. Wenn die Frauen unterkühlt sind, dann können oft das Ei kann nicht richtig reifen. Und dann haben sie keine Chance, ein Kind zu bekommen. Darum bin ich froh, dass jetzt heute nicht mehr das so Mode ist, dass die Mädchen oder die Teenager da bauchfrei und rückenfrei da herumlaufen. Das ist ganz schlecht für ihre Entwicklung, für die Temperatur. Also Zellteilung im Gehirn und Nerven hören am Ende der Kindheit auf. Danach erstarren diese Bereiche und arbeiten ein Leben lang. Das ist auch ein Charakter dieser Zellen, die viele Mitochondrien haben. Die werden erstellt und die können dann das ganze Leben in dem Sinn ihre Arbeit tun. Und darum ist auch die Kindheit so wichtig, oder? Wenn wir dann sehen, dass was bei einem Säugling abgeht, oder? Wenn wir die Befruchtung sehen, alles vom Ei und dann die ganze Entwicklung. Und da möchte ich gerne einen Filmausschnitt zeigen. Das ist das Wunder der Natur. Und dieser ganze Vorgang ist nichts anderes als ein Krebsvorgang. Es ist Zellteilung. Es ist das Gleiche, was geschieht, wenn Krebs entsteht. Und das geht dann weiter. Bis zur Geburt kann das Kind nicht atmen. Es wird ernährt von der Nabelschnur. Und dann kommt der erste Atem. Und dann beginnt dieser Weg des mitochondrialen Weges Schritt für Schritt. Und die ersten 3 Jahre geht es noch die Zellteilung rasant weiter. Die Entwicklung, die ersten 3 Jahre, die sind so enorm. Das Wachstum, alles, was da geschieht. Darum sind sie auch so wichtig, elementar wichtig. Darum müssen wir als Eltern auch schauen, dass diese Entwicklung stattfindet. Denn dort wird das Fundament gelegt für den Rest des Lebens. Es gibt ein altes japanisches Sprichwort, wo besagt, eine 3-jährige Seele dauert, bis das Kind 100 Jahre alt wird. Und das ist eben der Beginn der Entwicklung, der geistigen Entwicklung, vom Materiellen. Der physische Körper wird gebildet. Und das ist alles physisch. Die ersten Jahre eines Kindes will alles physisch erobern. Und viel später beginnt es zu denken. Und dann dauert es fast bis zur Pubertät, bis die Gefühle dann so richtig entwickelt werden. Und so geht es weiter, dann kommen die Drangjahre, da sind die zwischen 20 und 30, da ist eigentlich körperlich gesehen die Hochblüte des Körpers, da kann er am meisten. Ich habe das im Sport selber erlebt, da hat man die beste Zeit, meiste Kraft und alles, da kann man Tag und Nacht arbeiten und da ist vieles möglich, oder? Und dann lässt das nach, langsam mehr und mehr nach. Aber das ist Natur, das ist bewusst vorgesehen, damit wir am Schluss in Frieden sterben können. Den letzten Atem zurückgeben können. Das ist das Leben. Und das ist möglich, so zu sterben. Jetzt einfach nochmal zurückzukommen, um diesen Krebsprozess ein bisschen zu verstehen. Wenn jetzt jemand Krebs hat, dann heißt es, er hat ja zu wenig Wärme.
Und da können wir schon mit solchen Mitteln können wir den Krebsvorgang drosseln, oder? Spermien werden im Zustand der Hypoxie und Hypothermie aktiviert und wuchern durch Zellteilung. Darum haben die Männer ja ihr Organ außerhalb, damit es kühl ist. Es soll 5 Grad kühler sein als bei der Frau das Ei. Darum ist das männliche Organ außerhalb des Körpers. Eine Wärmeflasche auf der Haut macht diese dünner und lässt die Adern durchscheinen. Also nur schon da können wir etwas bewirken, sehr schnell. Es ist überhaupt spannend, wie schnell der Körper wirkt. Da komme ich dann noch auf meine Erfahrung zurück, die ich gemacht habe. Wie schnell der Körper da handeln kann. Eine Krebserkrankung kann durch die Erwärmung unseres Körpers unterdrückt werden. Es gibt ja auch Wärmetherapien. Darum ist Sauna, oder ich mache sehr gerne heiße Bäder, weil ich keine Sauna habe. Oder? Aber ich mache 3-4 Mal in der Woche mache ich heiße Bäder. Das spüre ich, wie mir das so gut tut. Aber es muss nicht jedem gleich gut tun. Da muss jeder seine Erfahrung selber machen, weil jeder hat auch seine eigene Konstitution. Und mir tut jetzt Wärme von innen her sehr gut. Und andere müssen eher sich abkühlen. Niedrige Temperaturen schaffen perfekte Bedingungen für die Entstehung von Krebs. Und das ist das Problem, dass viele, die unter Stress sind, sofort unterkühlt werden. Und auch dann zu wenig Sauerstoff haben, zu wenig atmen. Zum Beispiel im Notfall. Im Notfall wird ihr Gesicht blass. Sie attackieren einen Feind, ihr Atem wird oberflächlich. Wenn jetzt alles auf diesem Weg sich verändert, auf diesen Glykoloseweg, der ist ohne Sauerstoff, oder? Und das Blut wird zurückgezogen, damit es zentral dort die Kraft da ist, wo es braucht, um den Feind entweder zu schlagen oder zu flüchten, was es dann immer die Entscheidung ist. Aber das ist einfach kurzfristig nur. Sie befinden sich im Zustand der Hypoxie. Auch Adrenalin wird ausgeschieden, was zu Hyperglykämie führt, Überzuckerung. Oder? Adrenalin, das kann unglaubliche Kräfte freisetzen, dieses Adrenalin, das ist ein Hormon. Oder? Aber eben, wenn das zu oft vorkommt, das kann zu Überzuckerung führen und dann auch zu Diabetes. Diabetes ist nichts anderes als Stress. Stress kann dem menschlichen Körper durch Hypothermie und Hypoxie, Hyperglykämie und hohen Blutdruck auferlegen. Und darum, wenn man überzuckert ist, wenn man zu hohen Blutdruck hat und nicht die Ursache, nämlich die Lebensweise ändert, dann können wir das nicht heilen. Diese Bindungen können Krankheiten verursachen. Besonders wenn es dann chronisch ist. Und das ist das Problem, dass man oft nicht spürt, dass es chronisch ist. Ich kann da auch meine Geschichte erzählen, oder? Wenn man ständig Stress hat, ständiger Druck, ja, man spürt es mit der Zeit kaum mehr, man denkt, es ist normal. Und wenn man dann mal keinen Stress mehr hat, keinen Druck, nichts mehr, richtig frei, dann sieht man, wow, das gibt es auch noch. Und der Otto Warburg, der hat am Anfang des 20. Jahrhunderts als Biochemiker hat er erforscht, dass die Vermehrung von Krebszellen dann beobachtet werden kann, wenn im menschlichen Körper der Glykoloseweg dominiert. Also er hat das entdeckt und er hat dafür den Nobelpreis bekommen. Und das wäre ein Segen gewesen, man hätte das wirklich weitergezogen, was er da gefunden hat. Weil der Glykoloseweg ist anaerob, sauerstoffunabhängig, nicht aerob, wie der mitochondriale Weg, der sauerstoffabhängig ist. Und leider
hat dann die Medizin einen anderen Weg eingeschlagen. Der Glykoloseweg wurde als Fermentationsprozess beschrieben. Dort geschieht ja das Ähnliche. Die Schulmedizin hat da schon damals dann versucht, durch genetische Mutationen verursachter Krebs, als genetische Analysetechnologie wurde das dann akzeptiert. Und daraus wurden Medikamente für die Chemotherapie im Laufe der Jahre zur bevorzugten Behandlungsmöglichkeit. Und wenn man das so anschaut, dann ist das für die natürlich praktisch, oder? Sie können einfach die Medikamente verschreiben, aber das funktioniert nicht. Das heilt nicht, sondern die Nebenwirkungen, alles kennen wir. Die Warburg-Wirkung ging in diesen Zeiten verloren und vergessen. Und ich bin froh, dass das immer wieder jetzt vorkommt, dass man wieder auf ihn bezieht. Oder? Also, wir müssen langsamere Lebensweise finden, weg vom Stress. Und langsamere Lebensweise heißt nicht, dass wir dann weniger leisten können, sondern wichtig ist, dass wir lernen, einen Rhythmus zu haben, dass wir langsamer, aber stetig sind, und dann werden wir sehen, dass wir noch mehr leisten können. Die Körperumgebung in ein Milieu umwandeln, in dem der mitochondriale Weg dominieren kann. Das heißt, mehr Bewegung, mehr Atmen. Atmen ist ein Schlüssel. Und vielleicht habt ihr gesehen, im Hotel empfehlen sie, dass wir, weil ein Lift in Revision ist, dass wir zu Fuß gehen. Und ich bin im 13. Stock und habe das jeden Tag mindestens einmal gemacht. Macht das. Es tut so gut. Es ist wichtig, dass wir jeden Tag solche 20 Minuten uns Zeit nehmen, damit wir mehr Bewegung haben, damit wir atmen müssen. Und wir können da auch Intervalltraining machen, dass auch der andere Weg auf seine Kosten kommt. Oder? Und ich habe jetzt da begonnen und das ist super, kann ich nur empfehlen. Bei Sorgen wegen Krebs überprüfen Sie zuerst Ihre Lebensweise. Und wahrscheinlich werde ich heute nicht alles mit euch teilen können, aber ich habe den Vorteil, dass ich am Sonntag den Abschluss machen darf und da kann ich dann nachholen. Aber es gibt so viele gute Hinweise, wie wir das wirklich einfach lösen können. Also ändern Sie Ihre Lebensweise, wenn Sie in Ihrem Leben mit Vollgas unterwegs sind. Und nochmals, langsamer kann am meisten mehr leisten. Aber wir sind so gewöhnt, überall nach Hause kommen und dann das noch machen und da und dorthin und so und sich keine Ruhe gönnen, dann kann es nicht passieren. Wechseln Sie zu einer langsamen Lebensweise, die den mitochondrialen Weg und die aeroben Bewegungen nutzt. Ein stressiges Leben benutzt den Glykoloseweg und hat eine Verbindung zu Krebs. Emotionale Aufregung verursacht Stress und der Körper fällt in den Zustand der Hypothermie und Hypoxie. Und das ist schon ganz wesentlich, die Emotionen. Oder? Durch unser Denken hat eine sehr starke Auswirkung auf unsere Emotionen. Je nachdem, wie wir denken, das erzeugt oft Angst. Und Angst führt zu Unwohlsein, Unwohlsein zu Krankheit. Und es ist meistens der emotionale Körper, der Gefühlskörper, der den Stress, die Probleme verursacht in dem Sinn. Aber es beginnt oft im Denken. Darum, andere Denkweise hilft schon sehr.
Erholung durch entspannende Pausen, womit als Energiequelle der mitochondriale Weg gewählt wird. Auch wenn wir Pausen haben, ich habe zu einigen schon gesagt, hey, was machst du denn in der Pause? Die meisten machen dann irgendetwas, was sie eben noch machen müssen, oder? Aber wir machen nicht wirklich eine Pause, kommen nicht wirklich in diese Entspannung, oder? Weil auch da haben wir die zwei Nervensysteme. Wir haben im Stress den Sympathikus und bei der Entspannung haben wir den Parasympathikus. Und es war schön, als jemand da reinkam und hast gesehen, wow, das entspannt so. Das ist genau das. Du kommst in den Parasympathikus, du bist in dieser Entspannung, du fühlst dich einfach nur wohl. Und das brauchen wir in den Pausen. Wir brauchen darum auch Wärme ist wichtig, dass wir uns warm fühlen. Wenn wir in der Pause kalt haben, dann können wir nicht in den Parasympathikus kommen. Also die Wärme und der Atem, das ist viel. Und jetzt, das ist natürlich eines meiner Probleme, oder? Zu ernst, zu viel arbeiten. Das ist Sie haben gesehen, dass ernste Leute mehr Krankheiten und Krebs haben als andere. Warum? Eben weil sie sich zu ernst nehmen, weil sie Angst haben, Fehler zu machen, weil sie zu viel wollen. Und wenn sie dann noch nach Hause kommen, dann muss das noch und ja, schauen, dass alles klappt, dass ja kein Fehler passiert, dass alle zufrieden sind. Jetzt könnt ihr vorstellen, den Stress, den ich habe, euch alle zufriedenzustellen in diesen 4 Tagen. Wenn ich mich zu ernst nehme, und ab und zu früher habe ich noch viel, viel mehr mich zu ernst genommen. Oder wenn dann eine Korrektur gekommen ist, so wieso? Wir sind hier zum Lernen und wir dürfen Fehler machen. Also all diese beunruhigenden Gedanken einfach loslassen. Das ist gut gesagt, aber man muss üben. Sie arbeiten zu viel, schlafen nicht genug und wälzen ständig besorgniserregende Gedanken. Und da kommt dann dieser Teufelskreis, dass man eben dann nachts aufwacht und dann beginnt es zu denken und dann nachts sind die Probleme viel schlimmer als tags, oder? Und kann da leicht aus einer Mücke einen Elefant machen. Und das führt zu Stress und das führt auf diesen Weg, wo wir dann krank werden oder eben Krebs bekommen. Unsere Körper versuchen, das Gleichgewicht zu halten, indem sie Körperzellen in Krebs umwandeln. Darum ist die Balance, das ist im Zentrum. Bei Beibehaltung der Balance wechseln Krebszellen nicht ungebremst weiter, wachsen Krebszellen nicht ungebremst weiter. Das muss uns wissen. Wenn jemand die Diagnose Krebs bekommt, okay, dann wissen, die Balance suchen und es wird nicht schlimmer. Das ist mal schon gut, oder? Und dann gibt es natürlich dann die Lösungen. Durch Verändern des inneren Milieus zum mitochondrialen Weg hin fördern wir die spontane Rückbildung von Krebs. Das geschieht spontan. Und zwar ziemlich schnell. Und eben, ich habe gesagt, vor 4 Monaten hatte ich eine Lungenembolie. Oder? War in einer Situation mit viel Stress und eben mit diesen blöden Gedanken und dann beginnst du die Lebensfreude zu verlieren und peng, der Körper hat mir da gezeigt, so stopp, so nicht mehr. Und ich ging notfallmäßig zum Arzt, zum Hausarzt, er hat Blut genommen, natürlich schreckliches Blutbild. Ja, sofort ins Spital. Und dann ins Spital und da haben die das CT gemacht und gesehen, jawohl, da ist eine Lungenembolie.
Und dann, was haben sie gemacht? Sie haben mir Medikamente gegeben, um das Blut zu verdünnen. Und das ist, für den Notfall ist das die richtige. Ja, zum einfach, dass nicht etwas Schlimmeres passiert, als lebensrettend. Oder? Und dann war ich 2 Tage dort und habe einfach jeden Tag mein Xarelto bekommen. Das ist das neue Blutverdünnungsmittel. Und dann konnte ich wieder heim. Dann bekam ich die Rechnung, 2 Tage, 8.500 Franken. Wie war's? 2 Tage dort liegen. Und dann habe ich mich dahinter gesetzt und gesagt, was gibt es für Alternativen? Dann habe ich natürliche Blutverdünner gefunden und die wirken wirklich wunderbar. Also es gibt so gute, zum Beispiel Zimt ist ein gutes Mittel, Kurkuma und Ingwer und es gibt einiges. Und das unterstützt. Aber das Problem ist ja nicht gelöst. Und da war ich froh, dass ich wirklich Freunde hatte, die mir aufgezeigt haben, wo mein blinder Fleck ist, wo ich falsch ticke. Und dann, wenn du das weißt, dann braucht es eigentlich nur noch deine Entscheidung. Und ich habe wirklich entschieden, hey, das will ich einfach nicht mehr. Gut, und dann? Und dann durfte ich auch in die Akupunktur, habe sofort gesehen, wo meine Schwäche ist, weil meine Konstitution, bei mir ist das schwächste Organ die Lunge, oder? Aber das ist die Konstitution und die stärkste ist Leber, oder? Und dann bringt es nichts, da die Leber zu stärken und Lebermittel und Leber, weil da wird die noch stärker und die Schwäche bleibt da unten, also das Gefälle wird größer. Nein, man muss dann das Schwächste anheben und das Stärke ein bisschen runterbringen, die Balance. Und das ist das A und O, das ist die Balance. Und ich habe chinesische Kräuter bekommen, wunderbare, und das hat gewirkt. Und parallel konnte ich noch meine Wirbelsäule anschauen. Die war natürlich auch schief, richtige Skoliose. Und da habe ich dann eben diese Gonstedt Chiropraktik kennengelernt und bin froh, dass wir das auch da mit euch teilen dürfen, denn das ist wirklich großartig. Es ist wichtig, dass wir auch da balanciert sind im Skelett und da brauchen wir jemanden, der da ein bisschen Ordnung im Rücken schafft und das. Und das ist eine so wunderbare, sanfte Art von innen, aber ja, ihr werdet sehen, das hilft wirklich. Damit wieder die Energien richtig fließen können, alles, das hilft wirklich. Und ich habe dann begonnen, wieder mehr für die Bewegung zu tun, weil wir den ganzen Tag im Büro sitzen und so. Also ich stehe dann oft auch im Büro, habe einen Stehpult, aber bin auch jetzt regelmäßig 4-mal in den nahegelegenen Wald gegangen und habe dort so einen Parkour gemacht, wo ich 20 Minuten joggen, laufen und mit dem Hund. Und im Wald, da ist eine so wunderbare harmonische Energie. Es ist ein unberührter Wald, selten sind da Menschen drin. Da ist noch all diese Ordnung, die natürliche Ordnung ist vorhanden. Und wenn du dort gehst und das machst, dann atmest du das richtig ein, diese Ordnung. Und du spürst, wie die Ordnung auch du übernehmen kannst. Und das ist wirklich ein Segen. Und da spürst du, wie du beginnst zu leben. Und dann habe ich noch so ein Bellicon. Das Bellicon, das ist ein Mini-Trampolin.
nicht mit Federn, sondern mit Gummiseilen und das ist sehr sanft. Und da mache ich meine Übungen, das hilft für alle Zellen und das hat sich wirklich bewährt. Und dann wollte ich natürlich wissen, wie es um mein Blut steht. Bin ich zu meiner Hausärztin gegangen und hat mich begrüßt und habe dann das Blut genommen und sie hatte die Werte. Und hat sie gesagt, so, nehmen Sie immer noch die Xarelto an den Blutwerten? Ich gesagt, nein. Seit dem 1. August kein. Und da war sie erstaunt. Dann habe ich ihr gesagt, schauen Sie, weil ich wusste schon von dem. Oder? Es sind diese zwei Wege. Oder? Wenn ich bei Ihnen bin und Blut nehmen lasse und ich bin im Stress, ich bin in einer Notlage, dann habe ich schlechte Werte. Und das kann von einer Sekunde auf die andere passieren, denn von einer Sekunde auf die andere kann eine Notlage sein, wo wir bereit sein müssen. Oder? Und der Körper schaltet sofort um. Aber wenn ich da ein bisschen meditiere und dann in dem Parasympathikus bin, da habe ich wunderbare Blutwerte. Oder? Das geht sehr schnell. Und das habe ich erlebt, wo ich einen Patient hatte mit Leukämie, wo ich gar nichts wusste von dem. Und der hat schon 4 Chemotherapien hinter sich, kam da und die Schulmedizin hat ihn aufgegeben. Jetzt, was machst du mit dem? Und als Heilpraktiker, ja, was machst du? Da musst du etwas machen, oder? Und dann habe ich ihm Musik aufgenommen, ein Musiktape gemacht, 3 mal 5 Minuten, Walküre-Ritt. Der Ritt der Walküre, 3-mal. Und da habe ich gesagt, das ist kräftige Musik. Und Sie können das visualisieren, wie Ihre Zellen gereinigt werden. Und am Schluss jedes Stückes einfach das vollkommene Bild aufrechterhalten. Und er hat das gemacht. Nach 3 Tagen hat er gesagt, sei er wie von einem Lichtstrahl getroffen und hat gewusst, ich bin gesund. Und nach 3 Wochen ging er dann zum Arzt, er ist täglich auch mit dem Hund spazieren gegangen, im Wald und alles, ist zum Arzt und er hatte absolut gesundes Blut. Die Ärzte konnten es nicht glauben. Die Ärzte haben ihm gesagt, das ist nicht möglich, sie sind todkrank. Und die haben nochmal Blut genommen und tatsächlich, das Blut war todkrank. Es geht so schnell. Oder? Dann habe ich ihm erzählt, so jetzt hast du deine Erfahrung gemacht, jetzt musst du entscheiden, welchen Weg. Und er ist dann weitergegangen und hat nach 3 Monaten gearbeitet und ist wirklich gesund geworden, bis er einen Rückfall gehabt hat, wo er dann psychisch nicht mehr verkraften konnte. Und dann ging es auch wieder schnell, dann ist er dann gestorben. Aber das war so eindrücklich, wie die Dinge funktionieren. Auch ein anderer Fall, wo eine junge Frau kam, auch wieder halt am Schluss, sagte, ja, in 4 Tagen gehe ich zur Operation, die hatte eine Zyste, so groß wie eine Grapefruit in den Eierstöcken. Und dann habe ich mal geschaut und dann habe ich ausgetestet und gesehen, ja, da sind zwischen 8 und 12-jährig sind 3 massive Traumas haben da stattgefunden. Und ich habe sie dann darauf angesprochen und sagt sie, ich hätte jetzt eigentlich noch niemandem über das gesprochen, ich sei der Erste. In diesen 4 Jahren ist sie 3-mal von 3 verschiedenen Männern vergewaltigt worden. Und sie hatte das Gefühl, sie sei schuld gewesen und hat die ganze Schuld immer in sich gefressen und mit niemandem darüber gesprochen. Und die Natur, die baut da etwas auf, damit das dort eingelagert werden kann, zum Schutz des ganzen Organismus. Und dann habe ich sie angesprochen und gesagt, ja, aber Ihr Freund, der weiß ja wahrscheinlich nichts. Nein. Habe ich gesagt, wäre doch auch fair ihm gegenüber, wenn ihr heiraten wollt, dass er das weiß, dass er auch sie besser versteht. Sie ist dann nach Hause gegangen
und hat mich dann am Montag angerufen, nein, Dienstag, Montag war der Termin im Spital. Und sie hat mich angerufen und hat gesagt, Herr Probst, da ist ein Wunder geschehen. Ich musste nicht operieren. Ich bin nach Hause gegangen, ich habe dem Freund alles erzählt. Ich habe die ganze Nacht erzählt und geweint und erzählt und geweint. Und ich war so weit, dass ich diesen 3 Männern auch vergeben konnte. Und ich habe mir auch vergeben können. Und das zeigt, oder, was da für ein Schlüssel da drin ist, in der Vergebung, im ans Licht bringen, darüber sprechen. Und das war dann noch so groß, was da übrig blieb. Und sie hat dann 2 Jahre später, war sie schwanger, hat ein Kind bekommen und durch die Geburt hatte sie ihr alles verrissen und dann wurde das zusammengenäht und sie hatte eine massive Narbe da unten. Und ist dann wieder schwanger geworden und dann hat der Arzt gesagt, ja, so können Sie nicht natürlich gebären, da muss Kaiserschnitt. Dann kam sie zu mir und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir können ja etwas versuchen und wir haben auch da wieder gesehen, da sind noch massive Verletzungen, die so zu Narben führen. Wir haben auch da wieder diese Verletzungen, diese Vergebung durchgemacht. Und sie hat auch visualisiert, wie da die Narben verschwinden. Und 2 Monate vor der Geburt waren sie weg. Und die Ärzte konnten das nicht begreifen und sie hat dann wieder natürlich gebären können. Also es zeigt, was für eine große Kraft wir in uns haben. Oder? Einfach damit arbeiten. Und Atem ist der wichtigste Teil. Nach der Sonne kommt der Atem. Und darum, da drin habe ich Atemübungen gefunden und ich praktiziere die jetzt jeden Tag auch und kann das wirklich jedem einfach empfehlen. Und ich möchte gerne mit euch diese Atemübung machen und dass ihr seht, was für eine Kraft da drin ist. Dieser Nobuo Shioya, der ist so 105-jährig geworden, ein Japaner. Als Kind hat man ihn ausgelacht, weil er kränklich war, schwach. Und er hat durch sein ganzes Leben immer wieder Krankheiten gehabt und hat seine Atmungsübungen noch verfeinert. Mit 67 hat er dann eine Krankheit gehabt und dann hat er gemerkt, jetzt kommt er nicht weiter. Und dort hat er gesehen, dass er die Vorstellungskraft einbauen muss, die Imagination, zu sehen, das vollkommene Muster. Und das ist für mich auch wichtig, dass wir lernen, noch mehr mit diesem vollkommenen Muster zu arbeiten. Darum machen wir auch den Aufwand, euch diese Dekoration zu machen, dass ihr ein Bild bekommt. Ein Bild der Natur, wie sie vollkommen ist. Und wenn wir das halten, mit dem täglich arbeiten, dann wird es so. Das ist dann der 100. Affe, da ist ja vielleicht sitzt der da jetzt. Das ist das Bild von da drin und das Büchlein ist am Büchertisch zu haben. Übrigens das auch, oder? Dass ich das nicht vergesse. Das sollte jeder haben. Ja. Wirklich. Wir haben 100 Stück. Das ist limitiert. Pack zu. Das ist wirklich ein Jahrhundertereignis, wie es da drin steht. Also. Wir haben schon mal das vorgestellt. Es beginnt immer mit dem Einatmen. Und zwar atmen Sie ruhig und geräuschlos durch die Nase ein, bis die Lunge vollständig mit Luft gefüllt ist. Und drücken Sie dann die eingeatmete Luft energisch hinab in den Unterbauch ins Tanden. Tanden, das sind da 7 cm unter dem Bauchnabel, das ist da die Körpermitte. Also richtig einatmen und
da nach unten drücken und das After auch, Beckenboden, da richtig die Energie durch den ganzen Körper gehen kann. Dadurch senkt sich das Zwerchfell auf natürliche Weise und die Lunge füllt sich bis zur Basis. Wir haben mit dieser Technik 5-mal mehr Effekt, als wenn wir normal atmen. Mit dem Tandem ist hier die wahre Mitte des Körpers gemeint. Es ist der Mittelpunkt eines Kreises, den Sie erhalten, wenn Sie 7 cm unterhalb des Nabels einen imaginären Querschnitt durch den Bauch machen. Dann der Atem anhalten. Da ist wichtig. Dann bringen Sie Kraft ins Tandem, indem Sie den Unterbauch anspannen und den After fest verschließen und halten Sie den Atem ein paar Sekunden an, maximal 10 Sekunden. Aber nur so lange, wie es nicht unangenehm wird. Dann ausatmen. Atmen Sie geräuschlos und möglichst vollständig durch die Nase aus. Dabei lassen Sie die Spannung im Unterbauch und im After langsam los, wobei die Bauchdecke wieder nach innen sinken kann. Das Ausatmen sollte etwa doppelt so lang dauern wie das Einatmen. Und dann kleiner Atem, einfach normal 1-2 Mal, damit es wieder angenehm wird. Wiederholen Sie diesen Atemzyklus täglich 25 Mal in einem Zug oder in mehreren Abschnitten. Man kann ihn auch öfter wiederholen, aber der Grundsatz, je mehr, desto besser, gilt hier nicht unbedingt. Darum fühlt auch, wenn es genug ist. Aber pro Tag mindestens 25, das habe ich mir angewohnt. Tipp: Um die Zahl der Atemzüge nicht zu vergessen, können Sie mit den Fingern mitzählen. Gut, und jetzt kommt die Imagination. Beim Einatmen stellen Sie sich vor, im Tandem sammelt sich die grenzenlose Kraft des Universums. Sie erfüllt meinen ganzen Körper. Während des Anhaltens stellen Sie sich vor, mein ganzer Körper ist vollkommen gesund. Meine Krankheit, was der für einen Namen hat, ist geheilt, ist geheilt, ist geheilt. Und während des Ausatmens stellen Sie sich vor, alle Schlacken, Giftstoffe und Abfälle in meinem Körper wurden mit dem Ausatmen vollständig ausgeschieden. Mein gesamter Körper ist gereinigt. Die Zellen des ganzen Körpers haben sich verjüngt. Und dann das vollkommene Bild einer jungen, dynamischen, erfolgreichen Zelle visualisieren. Also das ist nochmal das Bild da. Man soll da die Hände so zusammentun und da über den Bauch. Wichtig ist, wenn ihr sitzt, das ist gut im Sitzen zu machen, dass ihr nicht hinten anlehnt, sondern ein bisschen vorne rückt, dass der Rücken schön gerade frei ist. Und dann seht euch wirklich, wie ihr dynamisch, lebendig seid. Und ihr dürft das gerne jetzt mal vielleicht 5 Mal hintereinander machen. Ich gehe nochmal zurück, da, dass ihr seht, die Imagination, oder? Also beim Einatmen einfach diese universale Kraft, dieses Prana, das gefüllt ist mit Leben, oder? Ihr könnt dem Leben nur durch Leben geben. Und das ist dort drin. Und dann werden wir anhalten, wirklich, wenn ihr nichts habt, dann sagen, mein Körper ist vollkommen gesund. Und das auch sehen, ist geheilt, ist gesund. Und dann während des Ausatmens wirklich die Schlacken, alle die Giftstoffe, alles rauslassen. Und die Zellen des ganzen Körpers haben sich verjüngt. Sie sind jung, erfolgreich und dynamisch. Also denkt daran, wenn ihr diesen Weg geht,
könnt ihr 18 Mal mehr Energie erzeugen als den Glykolyseweg. Ein Molekül der Glykolyse kann 2 Energiemoleküle herstellen. Der Mitochondrienweg 36. Das ist ein Unterschied. Da liegt das Potenzial. Wirklich gesund alt werden. Aber jetzt haben wir gesehen, von der Geburt an, oder, wo praktisch der Glykoseweg ist, bis zum letzten Atemzug, wo eigentlich nur noch mitochondriale Weg ist, wo wir einfach den letzten Atemzug ausatmen können und gehen. So ist es vorgesehen. Und dazwischen immer abbauen, aber immer beides hochhalten, aber immer der eine weniger und der andere mehr, so wie es die Natur vorgesehen hat. Und wie gesagt, am nächsten Sonntag werde ich dann noch einiges mit euch teilen können. Die 8 Regeln, wo es wirklich hilft, dass der Krebs verschwindet, dass Krankheit verschwindet und wir erfolgreich sein können. Gut, die Zeit ist halt schon. Jetzt ist noch eine kurze Zeit für Fragen.